Deutsch lernen durch Hören. Umtausch ohne Kassenbon? Pavel geht heute in die Innenstadt. Er möchte ein Geschenk umtauschen. Er hat für seine Großmutter ein Buch gekauft, das er ihr zu Weihnachten schenken wollte. Doch seine Großmutter hat das Buch schon. Nun möchte er es umtauschen und stattdessen ein anderes Buch kaufen. Die Innenstadt ist voll. Viele Menschen laufen in die Geschäfte. Es hängt noch die Weihnachtsdekoration in den Fenstern. Sie leuchtet und lässt die Stadt bunt erstrahlen. Pavel ist gut gelaunt. Die Feiertage mit seiner Familie waren schön. Außerdem möchte er heute Abend seine Großmutter besuchen und ihr das neue Geschenk mitbringen. Er betritt den Buchladen. Zum Glück sind hier nicht so viele Menschen. Der Buchladen ist fast leer. Pavel geht auf einen Verkäufer zu. »Entschuldigen Sie bitte, wie kann ich denn ein Buch umtauschen?« fragt Pavel. Der Verkäufer lächelt ihm höflich zu. »Dazu gehen Sie am besten direkt zur Kasse«, antwortet er. Der Verkäufer zeigt auf den hinteren Teil des Ladens. Pavel bedankt sich und folgt den Anweisungen des Mannes. An der Kasse steht eine junge Frau, die ihm ebenfalls freundlich zunickt, als er an der Reihe ist. »Ich möchte gerne dieses Buch umtauschen«, sagt Pavel. Die Frau nickt. »Dann brauche ich einmal den Kassenbon.« »Der Kassenbon liegt hinten im Buch.« Die Verkäuferin nickt und sieht nach, findet jedoch den Kassenbon nicht. »Leider liegt er hier nicht«, sagt sie. Pavel ist nervös. Ohne Kassenbon kann er das Buch nicht umtauschen. Er sieht in seiner Tasche nach. Auch dort ist der Kassenbon nicht. Vielleicht hat er ihn verloren. »Haben Sie noch eine andere Quittung? Haben Sie zum Beispiel mit Karte bezahlt?« fragt die Verkäuferin. Pavel schüttelt den Kopf. Die Verkäuferin kann ihm nicht mehr weiterhelfen. Pavel muss zurück nach Hause und den Kassenbon suchen. Zu Hause findet er ihn auf seinem Schreibtisch, sodass einem Umtausch nichts mehr im Wege steht. Opa, ich brauche dringend Geld. Uwe ist gerade dabei, den Tisch für das Mittagessen zu decken, als sein Handy klingelt. Er schaut nach, was los ist. Jemand hat ihm eine Nachricht hinterlassen. Die Nummer ist unbekannt. Uwe öffnet die Nachricht und liest. »Hallo, hier ist dein Enkel. Ich bin im Urlaub und hatte einen Unfall. Kannst du mir Geld schicken? Ich muss den Schaden bezahlen und kann meine Bankkarte nicht benutzen.« Das ist eine merkwürdige Nachricht, denkt Uwe. Er hat zwar mehrere Enkelkinder, aber alle bis auf einen sind Mädchen. Mit seinem einzigen männlichen Enkel ist er heute Morgen einkaufen gewesen. Jannis ist nicht im Urlaub. Auch seine Enkelinnen sind alle zu Hause. Sie sind noch zu jung, um alleine in den Urlaub zu fahren. Uwe überlegt, ob er die Nachricht einfach löschen soll. Aber er will wissen, wer hinter der Nachricht steckt. Deshalb schickt er eine Nachricht zurück. »Wer ist da?« Er bekommt keine Antwort. »Mark, bist du das?« schreibt Uwe. Er kennt keinen Mark, aber wenn die Antwort Ja ist, dann ist sicher etwas faul. Dann sollte er die Polizei informieren. Das Handy piept wieder. »Ja, hier ist Mark. Kannst du mir 3.000 € auf dieses Konto überweisen?« Es folgt eine weitere Nachricht mit ausländischen Kontodaten. »So eine dreiste Abzocke«, ruft Uwe, bevor er die Polizei ruft.
Der Beamtin am Telefon liest er die erste Nachricht vor. Sie versteht sofort, was los ist. Ah, das ist der Enkeltrick. Leider fallen immer wieder ältere Menschen darauf herein. Es ist sehr clever, nach dem Namen zu fragen. Die Betrüger kennen den Namen des echten Enkels nicht. Wenn man immer noch unsicher ist, kann man andere Familienmitglieder anrufen und mit ihnen sprechen. Außerdem sollte man unter diesen Umständen niemals Geld überweisen. Am besten ist es, die Polizei anzurufen, so wie Sie es getan haben. Wir können die Betrüger nur fassen, wenn sie angezeigt werden. Bitte geben Sie mir noch die Kontodaten, auf die Sie das Geld überweisen sollen. Das hilft uns weiter. Uwe gibt der Polizistin die Kontodaten und seine Kontaktdaten, falls sie noch Fragen hat. Dann verabschiedet er sich. Jetzt kann er in Ruhe zu Mittag essen. Schrebergarten. Lea hat Schulferien. Ihre Eltern müssen beide noch 2 Wochen arbeiten. Erst dann können sie gemeinsam Urlaub machen. Deshalb darf Lea in dieser Zeit ihre Oma besuchen. Oma wohnt in der Stadt. Sie hat einen kleinen Balkon. Hier kann man sitzen und auf die Straße schauen. Einen Garten hat das Haus leider nicht. Aber Oma hat immer frisches Gemüse und Obst im Haus. Das hat sie selber angebaut und geerntet. Oma hat nämlich einen Schrebergarten. Ein Schrebergarten ist ein kleines Stückchen Land, das man von der Gemeinde mieten kann. Man sagt auch Kleingarten dazu. Lea möchte wissen, woher der Name kommt. Vor 150 Jahren hat ein Herr Schreber herausgefunden, dass es den Menschen besser geht, wenn sie in der Natur sind. Er hat einen Verein gegründet. Die Mitglieder haben sich kleine Grundstücke gemietet. Hier konnten sie sich entspannen. Sie haben auch Obst und Gemüse angebaut. Heute geht Lea mit Oma in den Kleingartenverein. Hier gibt es viele kleine Grundstücke. Alle sind durch einen Holzzaun getrennt. Auf jedem Grundstück steht ein winzig kleines Haus. »Oma, können wir hier übernachten?« »Nein, das darf man nicht. Die Häuschen sind nur für die Gartenmöbel und die Geräte. Wir stellen sie hier drin ab, damit sie nicht nass werden. Wir stellen sie hier drin, damit sie nicht nass werden.« Oma schließt das kleine Haus auf. Sie holt 2 Stühle und einen Tisch heraus. »So, jetzt trinken wir erst einmal etwas. Und dann darfst du mir helfen. Es gibt eine Menge Unkraut. Das müssen wir entfernen. Sonst hat unser Salat keinen Platz zum Wachsen. Und danach pflücken wir Himbeeren. Damit mache ich uns zu Hause einen leckeren Kuchen.« Lea hilft ihrer Oma. Es ist ein schöner Tag und es wird noch besser, als Oma schließlich den Himbeerkuchen fertig hat. Den essen sie auf dem Balkon und schauen dabei auf die Straße. Fortsetzung folgt. Minimalistisch leben. Lea ist für 2 Wochen bei ihrer Oma zu Besuch. Oma wohnt in der Stadt. Sie hat eine kleine Wohnung in einem alten Haus. Hier fühlt sich Lea sehr wohl. Es ist alles anders als bei ihr zu Hause. Oma hat nur wenige Möbel. Es sind alles alte Stücke. Die hat ihr Vater noch selber gebaut. Damals haben wir fast alles selber gemacht. Nur den Ofen in der Küche haben sie vor 100 Jahren kaufen müssen. Öfen sollte man lieber nicht selber bauen. Das ist zu gefährlich. Der Ofen ist das Herz der Wohnung. Er hält die Wohnung warm.
Auf ihm macht die Oma fast alles. Sie kocht zum Beispiel das Essen. Und auf dem Ofen stehen immer 2 große Kessel mit Wasser. Somit hat sie warmes Wasser zum Kochen und Abwaschen. Sie wäscht das Geschirr in einer Schüssel auf dem Küchentisch. Eine Spüle hat Oma nicht. Mit dem Spülwasser reinigt sie dann noch die Toilette. Auch zum Waschen benutzt sie das warme Wasser aus dem Kessel. In dem Ofen kann die Oma übrigens auch backen. Neulich gab es zum Beispiel einen leckeren Himbeerkuchen. Für Lea ist das ein großes Abenteuer. Ihre Eltern nennen es minimalistisch leben. Sie sind heimlich sehr stolz auf die Oma. Minimalistisch leben bedeutet, dass man mit sehr wenig zufrieden sein kann. Mehr brauche ich nicht, sagt Oma. Es ist das einfache Leben und das reicht mir. Im Wohnzimmer ist es immer ein bisschen kühl. Hier gibt es keinen Ofen. Das Wohnzimmer wird nur benutzt, wenn Besuch kommt. Oma sitzt meistens in der Küche. Hier steht ein gemütliches Sofa. Lea sitzt gerne auf dem Sofa und schaut Oma zu, wenn sie kocht. Meistens gibt es Eintopf. Auch das ist minimalistisch. Suppe ist warm und macht satt. Und man muss nicht so viel Geschirr abwaschen. Minimalismus ist heutzutage wieder im Trend. Viele Menschen denken, dass zu viel Luxus abhängig macht. Das einfache Leben wird wieder modern. Und wer weiß, wahrscheinlich brauchen wir die alten Leute, um uns jungen Menschen zu zeigen, wie das geht. Fortsetzung folgt. Loch im Socken. Oma holt Lea von der Schule ab. Lea, warum gehst du so komisch? Hast du dir wehgetan? Lea schüttelt den Kopf. Nein, aber mein großer Zeh fühlt sich heute so seltsam an. Ich kann nicht richtig laufen. Zieh mal den Schuh aus, ich schaue mir das einmal an. Lea zeigt Oma den Fuß. Ach, Lea, du hast ein Loch im Socken. Das hat sich der große Zeh gebohrt. Das fühlt sich immer merkwürdig an. Lea muss lachen. Dann müssen wir neue Strümpfe kaufen. Jetzt schüttelt Oma den Kopf. Nein, wir brauchen keine neuen Strümpfe. Es ist doch nur ein Loch. Das reparieren wir zu Hause. Nach dem Mittagessen holt Oma ihr Nähkästchen. Das ist ein Körbchen mit vielen kleinen Schubladen und Fächern. Hier hat sie alles gesammelt, was sie zum Nähen braucht. Es gibt Garn in jeder Farbe, verschiedene Nadeln und ein seltsames Ei aus Holz. Oma, wozu brauchst du das Ei? Hast du das zu Ostern versteckt und dann vergessen? Oma lacht. Das ist ein Stopfei. Gib mir mal den kaputten Strumpf. Oma steckt das Ei in den Strumpf, genau unter das Loch. Jetzt gib mir mal bitte die dicke Nadel und das rote Garn. Oma fädelt das Garn in die Öffnung in der Nadel. Schnell stopft Oma das Loch im Socken. Man erkennt es kaum noch. Der Strumpf ist wieder fast wie neu. Siehst du, Lea? Man muss nicht alles immer neu kaufen. Wenn etwas kaputt ist, soll man zuerst versuchen, ob man es reparieren kann. Wir haben früher unsere Socken selber gestrickt. Das war viel Arbeit. Deshalb haben wir die Löcher immer gestopft. Es gab erst dann neue Socken, wenn mehr Stopfgarn im Strumpf war. Lea ist stolz auf ihre Oma. Und Oma freut sich, dass sie helfen kann. Zum Helfen ist man nie zu alt. Und jetzt schneiden wir noch deine Fußnägel. Dann gibt es nicht so schnell wieder Löcher im Socken.
Fortsetzung folgt. Lea legt ihre Eltern rein. Lea ist 12 Jahre alt. Ihre Eltern möchten, dass sie ein Instrument lernt. Sie schenken ihr eine Flöte. Lea ist nicht sehr begeistert davon. Sie möchte lieber Gitarre spielen. Aber ihre Eltern sagen: Du musst erst einmal klein anfangen. Das Flötenspielen kannst du in der Schule lernen. Es kostet dort nichts. Wenn du fleißig übst, darfst du später auch Gitarre lernen. Lea übt nicht gerne mit ihrer Flöte. Sie liest viel lieber ein Buch. Aber ihre Eltern sind streng. Wir haben eine Abmachung, Lea. Du musst viel mehr üben. Lea ist in ihrem Zimmer. Sie spielt auf ihrer Flöte einige Lieder, die sie üben soll. Manchmal trifft sie den Ton nicht ganz, aber das ist nicht schlimm. Sie muss ja noch viel üben. Neben Lea auf dem Tisch liegt ihr Handy. Sie nimmt damit alles auf. Dann verbindet sie ihr Handy mit dem Lautsprecher. Perfekt! Lea nimmt ihr Lieblingsbuch und macht es sich auf ihrem Bett gemütlich. Nebenbei spielt sie die Audiodatei ab, die sie gerade aufgenommen hat. So denken die Eltern, dass Lea fleißig Flöte übt. Plötzlich öffnet sich die Tür. Leas Oma schaut ins Zimmer. Sie will Lea ein Glas Cola bringen. Aha, ich habe dich erwischt. Das ist aber nicht sehr nett. Lea erschreckt sich. Ach, Oma, bitte verrate mich nicht. Die Flöte ist so langweilig. Ich mag sie nicht. Oma lacht. Du musst das aber etwas geschickter machen, Lea. Du machst immer die gleichen Fehler. Das fällt auf. Aber das Dümmste ist, vorhin hat jemand an der Tür geklingelt. Das hast du aus Versehen mit aufgenommen. Es wird jetzt ständig wieder abgespielt. Wenn man seine Oma hereinlegen will, muss man etwas schlauer sein. Ich wundere mich, dass deine Mutter noch nichts gemerkt hat. Jetzt lacht Lea auch. Oma wird sie nicht verraten. Aber die nächste Tonaufnahme wird natürlich perfekt werden. Und grundsätzlich übt sie ja auf diese Weise tatsächlich. Nur nicht so lange, wie die Eltern glauben. Fortsetzung folgt. Das erinnert mich an früher. Leas Oma ist zu Besuch. Sie wird ein paar Wochen bleiben. Leas Eltern feiern bald ihren 15. Hochzeitstag. Oma möchte bei den Vorbereitungen helfen. Lea liebt ihre Oma sehr. Sie hat schon viel erlebt und kann einiges erzählen. Das Beste an Oma ist, sie verrät Lea nie. Lea ärgert manchmal ihre Eltern zum Spaß. Aber Oma lacht immer darüber. Sie ist nie böse und sie schimpft auch nicht. Oma und Lea gehen heute im Dorf spazieren. Es ist ein schöner Tag im Herbst. Lea sammelt Kastanien, die auf der Straße liegen. Sie möchte später daraus etwas basteln. Eine davon schenkt sie ihrer Oma. Du musst sie in die Manteltasche stecken, dann bleibst du immer gesund. Oma lächelt. Ja, das stimmt. Kastanien haben heilende Kräfte. Das erinnert mich an früher. Ich habe deinem Opa damals eine Kastanie geschenkt, als er in den Krieg musste. Sie hat ihn beschützt. Er ist gesund und unverletzt wieder nach Hause gekommen. Lea glaubt eigentlich nicht an solche Märchen. Aber die Oma lügt nie. Jetzt holt Oma aus ihrer Handtasche einen kleinen gehäkelten Beutel. Schau mal, Lea. Lea öffnet vorsichtig den Beutel und holt etwas heraus. Es ist eine kleine, harte, braune Kugel.
Das ist die Kastanie von damals. Opa hat sie mir wieder zurückgeschenkt, bevor er starb. Sie ist jetzt mein Glücksbringer. Ich habe sie immer bei mir. Lea schaut sich die Kastanie lange an. Dann legt sie wieder in den Beutel zurück. Oma, zeigst du mir, wie man häkelt? Ich möchte für Mama und Papa auch solche Glücksbringer machen. Oma freut sich. Natürlich, das ist ganz einfach. Dann hast du auch schon ein perfektes Geschenk für den Hochzeit. Fortsetzung folgt. Hochzeitstag. Leas Eltern feiern heute ihren Hochzeitstag. Das ist der Tag, an dem die beiden vor einigen Jahren geheiratet haben. Ein Hochzeitstag ist immer etwas Besonderes. Die meisten Menschen feiern ihn. Manche Jahrestage haben besondere Namen. Sie werden dann etwas größer gefeiert. Zum Beispiel nach 25 Jahren die Silberhochzeit oder nach 50 Jahren die goldene Hochzeit. Leas Eltern sind heute genau 15 Jahre lang verheiratet. Das nennt man Kristallhochzeit oder auch Glashochzeit. Wer denkt sich denn solche Namen aus? Lea fragt ihre Oma, die extra für die Feier zu Besuch gekommen ist. Das ist eine lange Tradition. Früher wurden nur silberne oder goldene Hochzeitstage gefeiert. Die Menschen wurden damals nicht so alt wie heute, aber sie blieben meist ihr Leben lang zusammen. Heute dauern viele Ehen nicht mal 25 Jahre. Deshalb feiert man jedes Jahr. Man weiß ja nie, wie lange die Ehe noch hält. Lea erschrickt ein bisschen. Gut, dass ich die Glücksbringer gebastelt habe. Mama und Papa sollen noch ganz lange verheiratet sein. Oma nickt. Sie hat Lea dabei geholfen, für die Eltern Kastanien im gehäkelten Beutel zu basteln. Die sollen ihnen Glück bringen. Warum dekorierst du alles mit Glas? Lea wundert sich. Heute ist Glashochzeit. Hier erinnert man sich daran, dass alles zerbrechlich ist wie Glas und dass man auf sein Glück aufpassen muss. Es gibt ein Sprichwort: Glück und Glas, wie leicht bricht das? Oma schmückt den Garten mit besonders hübschen Flaschen. In manche Flaschen hat sie Kerzen gesteckt. Die werden am Abend angezündet. Lea findet das schön. Sie nimmt sich vor, in Zukunft noch etwas freundlicher zu ihren Eltern zu sein. Dann haben sie nicht so viel Stress. Aber ganz ohne Streiche ist das Leben ja auch langweilig. Deshalb stellt sie zwischen die Dekoration heimlich ein paar Plastikflaschen. Die gehen wenigstens nicht so schnell kaputt. Alte Karre. Paul hat genug. Er steht auf der Landstraße mit seinem Auto auf dem Seitenstreifen. Während der Fahrt war die Kontrollleuchte angesprungen. Zum Glück ist er rechtzeitig rechts rangefahren. Nun fahren alle LKWs und andere Autos an ihm vorbei. Paul hat bereits eine Werkstatt angerufen und ein Warndreieck aufgestellt. Nun steht er hinter der Leitplanke und wartet. Der Mann am Telefon hat gesagt, er muss 20 Minuten warten. Nun sind bereits 25 Minuten vergangen. Aber Paul ärgert sich mehr über sich selbst. Schon lange will er sich ein neues Auto kaufen. Seine alte Karre macht ihm viele Probleme. Ständig muss sein Auto in die Werkstatt. Zum Glück hat Paul keinen Zeitdruck oder muss zu einem Termin. Kurze Zeit später kommt ein Mechaniker aus seiner Werkstatt.
Er fährt auch rechts ran und steigt aus seinem Auto aus. »Wo liegt denn das Problem?« fragt er. »Die Kontrollleuchte leuchtet und der Motor springt nicht an«, antwortet Paul. »Das ist ärgerlich. Ich gucke mir das Problem mal an.« Es dauert keine 2 Minuten, bis der Mechaniker das Problem gefunden hat. »Deine Batterie ist leer und mit deinem Motor stimmt etwas nicht«, erklärt er Paul. Paul nickt. »Das wird bestimmt teuer, oder?« fragt Paul nach. Jetzt nickt der Mechaniker. »Vielleicht solltest du dir ein neues Auto kaufen. Deine alte Karre hat die beste Zeit hinter sich.« Wieder nickt Paul. Wahrscheinlich ist das Beste. Er lässt sich von seinem Mechaniker abschleppen und macht sich auf die Suche nach einem neuen Auto. Emma bricht ihr Studium ab. Emma war lange traurig, aber jetzt ist sie es nicht mehr. Nach der Schule wollte sie unbedingt studieren. Oder wollte sie damals wirklich studieren? Vielleicht haben ihre Eltern auch nur gesagt, dass sie studieren soll. Es gab keine andere Möglichkeit für sie. Sie hat nicht gewusst, was sie studieren will. Ihre beste Freundin wollte Chemie studieren. Deswegen hat Emma auch damit angefangen. Nach einem Jahr hat sie ihr Studium aber gewechselt, weil ihr Chemie nicht Spaß gemacht hat. Sie wollte Bauingenieurin werden. In den letzten 4 Jahren hat sie versucht, ihren Bachelor zu machen. Aber das hat gar nicht funktioniert. Sie hat im Semester nur 2 oder 3 Prüfungen gemacht. Die Hälfte von dem, was sie machen sollte. Und viele der Prüfungen hat sie nicht geschafft. Das hat sie sehr traurig gemacht und sie hat sich dumm gefühlt. Aber jetzt hat Emma verstanden, dass sie nicht dumm ist. Sie ist intelligent. Die Universität ist aber ein schlechtes System für sie. Deshalb hat sie beschlossen, ihr Studium abzubrechen. Sie hat schon einen Job, in dem sie 25 Stunden arbeiten wird. Sie verdient 1.000 €. Das reicht dafür, um zu überleben. Nicht mehr, nicht weniger. In der restlichen Zeit wird sie herausfinden, was sie wirklich machen will. Und sie wird reisen. Am Ende des Semesters zahlt sie nicht ihre Studiengebühren für das nächste. Dann bekommt sie eine E-Mail. Sie wurden exmatrikuliert. Emma ist glücklich, als sie diese Worte liest. Sie weiß noch nicht, was sie jetzt machen wird. Aber sie weiß, dass sie glücklicher sein wird als beim Studieren. Es vergehen Stunden, Tage und Nächte. Ich starre aufs Telefon. Wann rufst du endlich an? Endlich ein Klingelton. Bist du dran? Ich höre nur einen Atem, doch ich spüre, das bist du. Es kaum erwarten, deine Stimme zu hören und du. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Ich sende dir meine Gedanken, hast du mich nicht vermisst? Unser Streit war unnötig, den man besser schnell vergisst. Es waren nur Kleinigkeiten, heute sehe ich es ein. Doch du fehlst mir so und ich fühle mich so allein. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele.
du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Sag doch ein Wort, ich glaub fest daran, dass es einen Weg gibt für uns zwei und unsere Liebe ist noch nicht vorbei. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist und ich mich nicht mehr länger quäle, mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Melde dich doch. Hallo, hallo, ruf doch noch mal an. Sein Hobby ist Fitnesstraining. Der Wecker klingelt. Theo schaut auf die Uhr. 6 Uhr morgens. Draußen ist es noch dunkel. Theo hasst früh aufstehen. Warum macht er es dann? Theo geht jeden Morgen um 6:30 Uhr vor der Arbeit zum Fitnesstraining. Abends hat er meistens keine Zeit, weil er Freunde trifft oder Netflix schauen möchte. Also ist morgens die perfekte Zeit, um in das Fitnessstudio zu gehen. Und dafür muss er leider früh aufstehen. Theo geht in seine Küche und macht sich einen Proteinshake. Er trinkt sein Getränk und zieht seine Sportklamotten an. Jetzt ist er bereit. Theo ist nicht mehr so müde. Sobald er sich angezogen hat, freut er sich immer sehr auf das Training. Theo holt seine Sporttasche und fährt 5 Minuten mit dem Fahrrad zum Fitnessstudio. Um diese Uhrzeit sind wenige Menschen da. Es ist ruhig und Theo kann alle Geräte benutzen. Das mag er sehr gern. Das Fitnesstraining ist seit 2 Jahren ein wichtiges Hobby für Theo. Er ist in den letzten 2 Jahren auch immer besser geworden. Jetzt fühlt er sich stark und selbstbewusst. Klar, das Fitnesstraining hat auch seine Nachteile. Das Frühaufstehen findet Theo nicht einfach. Er muss auch früh schlafen gehen. Deshalb kann er abends nicht lange draußen bleiben. Seine Freunde gehen oft in Bars und Clubs. Da kann Theo meistens nicht mitgehen. Aber er weiß, dass seine Freunde das auch verstehen. Heute trainiert Theo 1 Stunde im Fitnessstudio. Er macht Übungen für seine Beine und Arme. Er hört mit seinen Kopfhörern laute Musik. Das hilft immer. Es ist anstrengend, aber es macht auch Spaß. Nach dem Training geht Theo zum Bäcker und holt sich eine Zimtschnecke. Das hat er sich nach dem Fitnesstraining verdient. Tageszeitung. Es ist Montag und Emma muss zur Schule. Aber sie liegt noch im Bett und schaut durch ihr Handy. Auf Instagram folgt sie der Tagesschau und liest da Nachrichten. Dann zieht sie sich an und geht hinunter zum Esszimmer. Da sitzt ihr Vater und liest Zeitung. »Hast du schon die Nachrichten gesehen?« fragt der Vater. »Ja, ich habe sie mir am Handy durchgelesen«, antwortet Emma und setzt sich an den Tisch. Der Vater schüttelt den Kopf.
man muss doch nicht alles am Handy machen, sagt er dann. Emma antwortet, aber es ist praktisch. Du musst ja extra für deine Tageszeitung Geld zahlen. Und die Zeitung ist ja so riesig. Aber Tageszeitungen sind toll. Jeden Morgen von Montag bis Samstag liegt um 6 Uhr die Zeitung vor der Haustür. Und ich lese sie schon seit 30 Jahren. Das ist einfach eine Tradition, sagt der Vater. Am Handy bekomme ich sogar Nachrichten am Sonntag, sagt Emma. Ja und? Es gibt auch Wochenendzeitungen. Aber ich freue mich jeden Morgen auf die Tageszeitung. Da stehen so viele verschiedene Themen drin und es ist auch schön, nicht immer auf das Handy zu schauen, antwortet der Vater. Das weiß ich nicht, sagt Emma und lacht. Der Vater legt seine Zeitung auf den Tisch. Ich habe eine Idee, sagt er. Emma schaut ihren Vater an. Oh nein. Oh doch. Diese Woche liest du nur die Tageszeitung und ich lese Nachrichten am Handy, sagt der Vater. Emma überlegt. Dann sagt sie, okay, aber nur diese Woche. Und so machen sie es. Emma liest jeden Morgen die Tageszeitung und der Vater die Nachrichten am Handy. Am Sonntagmorgen kommt Emma nach unten. »Wo ist die Zeitung?« fragt sie ihren Vater. »Am Sonntag kommt ja keine Tageszeitung«, antwortet er. »Oh, schade«, sagt Emma. »Aha?« fragt der Vater. »Ja, ich glaube, ich lese ab jetzt die Tageszeitung. Am Handy klicke ich schnell durch alle Nachrichten, aber in der Zeitung lese ich wirklich alles«, sagt Emma. »Super, dann können wir ab jetzt zusammen die Zeitung lesen«, sagt der Vater. Emma lächelt und sagt, »Klingt nach einem Plan.« Schulfest. Josephine ist sehr aufgeregt. Schon seit einer Woche freut sie sich. Sie steht sehr früh auf. Beim Frühstück kann sie nur wenig essen. »Was ist denn los, Josi? Was ist denn los, Josi?« fragt Mama. »Ich habe keinen Hunger«, antwortet Josephine. »Freust du dich schon so sehr auf heute?« fragt Papa. Josephine lächelt. »Ja, ich liebe das Schulfest.« Mama und Papa lachen. »Na dann. Aber dann musst du ganz viel in der Schule essen«, sagt Mama. »Ja, Kuchen«, sagt Josephine. Die Familie lacht wieder. Nach dem Frühstück machen sie sich fertig. Dann fahren sie mit dem Auto in die Schule. Hier stehen schon sehr viele Autos. Josephine freut sich sehr. Auf dem Schulfest kann sie immer mit ihren Freunden spielen und viele leckere Gerichte essen. Das Fest ist hinter dem Schulgebäude auf einer Wiese. Hier stehen viele Tische mit Essen und Getränken. Jetzt bekommt Josephine doch Hunger. Es gibt Nudelsalat, Baguettes, Käse und Obst und sehr viele Snacks und Kuchen. Viele Eltern und Kinder sitzen an den Tischen und quatschen. »Komm, Josi, wir setzen uns neben Marc und seine Eltern«, sagt Mama. Josephine wird ganz rot. Mama lächelt. Sie flüstert zu Papa. »Deshalb war unsere Josi so nervös, wegen Marc.« Papa lacht. Josephines Familie setzt sich neben Marc und seine Familie. »Hallo Josephine«, sagt Marc. »Hallo«, antwortet sie leise. »Wollen wir mit den anderen spielen?« fragt er. Josephine lächelt. »Klar, ich will Verstecken spielen.« Marc lächelt auch. »Super, du kannst dich verstecken und ich suche dich«, sagt er. »Okay, aber du wirst mich nie finden«,
sagt Josephine. Die Eltern lachen. Marc und Josephine stehen auf und gehen mit den anderen Kindern spielen. Danach essen sie so viel Kuchen, bis sie ganz voll sind. »Komm, Josi, es ist Zeit, nach Hause zu gehen«, sagt Papa. »Okay.« Josephine ist ein bisschen traurig. Sie würde am liebsten noch weiter mit Marc spielen. Da sagt Marc: »Ich will aber noch mit der Josephine spielen.« Wie wäre es, wenn wir Marc mit zu uns nehmen? Dann könnt ihr zusammen bei Josephine spielen und Marc kann bei uns Abendessen. Danach können wir ihn nach Hause fahren«, sagt Mama. Marcs Eltern nicken und sagen: »Ja, das klingt doch super.« Josephine lächelt. Das Schulfest war auch dieses Jahr super. Nettes Treffen vor Vorstellungsgespräch. Matthias trifft seine Nachbarin im Treppenhaus. Sie ist immer sehr nett und er unterhält sich gerne mit der älteren Dame. »Gut, dass ich Sie gerade treffe«, sagt sie. »Können Sie mir nachher beim Tragen helfen? Ich habe ein Regal bestellt, das nachher geliefert wird. Es wird aber nur bis in den Hausflur gebracht. Ich kann das Regal bestimmt nicht alleine in meine Wohnung tragen.« »Natürlich helfe ich Ihnen nachher beim Tragen. Aber jetzt muss ich los. Ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch«, antwortet Matthias. »Ach, deshalb tragen Sie heute ein schönes Hemd und kein T-Shirt. Ist das Hemd neu?«, fragt die Nachbarin und Matthias nickt. »Es steht Ihnen. Aber ich will Sie jetzt nicht länger aufhalten. Viel Glück für Ihr Vorstellungsgespräch und toi, toi, toi.« Fragend schaut Matthias seine Nachbarin an. »Toi, toi, toi«, wiederholt sie. »Kennen Sie den Spruch nicht? Das sagt man im Theater. Die Schauspieler wünschen sich damit vor einer Aufführung viel Glück.« »Ach so. Ein Vorstellungsgespräch ist ja auch eine Art Aufführung«, bemerkt Matthias. »Aber machen Sie bei Ihrem Vorstellungsgespräch bloß kein Theater«, lacht die Nachbarin. »Ganz bestimmt nicht. Ich muss jetzt los. Auf Wiedersehen«, sagt Matthias und geht die Treppe hinunter. »Ich drücke Ihnen die Daumen. Viel Glück«, ruft die Nachbarin noch hinterher. Chaos in der WG. Mit Kopfschmerzen wacht Verena auf. Gestern hatte ihr Mitbewohner Chris Geburtstag und sie hatten eine große Feier. Sie sind zu 6 in ihrer WG und jeder hat Freunde eingeladen. Am Ende waren sie ca. 45 Leute. Sie haben Bierpong gespielt und viel getanzt. Und Verena hat zu viel Alkohol getrunken. Auf einmal klopft es an ihrer Tür und ihre Mitbewohnerin Juli kommt rein. »Verena, wir haben ein Problem.« Sie sagt nichts und liegt nur im Bett. »Die Eltern von Chris kommen in 2 Stunden vorbei.« Jetzt ist Verena wach. »Scheiße«, sagt sie und steht sofort auf. Sie zieht sich an und kommt sofort aus ihrem Zimmer. In ihrer WG halten sie immer zusammen. Wenn die Eltern von einem Mitbewohner zu Besuch kommen, dann muss die Wohnung perfekt geputzt sein. Chris macht einen Plan. Juli, Richard und Sam, ihr putzt das Wohnzimmer. Eli, du machst das Badezimmer. Und Verena, du und ich, wir machen die Küche. Klein, aber oho, die ist richtig schmutzig. In den nächsten 2 Stunden putzen alle Mitbewohner der WG. Die Wohnung ist ein komplettes Chaos.
Überall liegen Plastikbecher, die Küche ist voll mit offenen Flaschen und der Boden klebt vom Alkohol. Verena geht es richtig schlecht. Ihr Kopf tut weh und schlecht ist ihr auch. Trotzdem arbeitet sie hart. Und es zahlt sich aus. 5 Minuten bevor Chris' Eltern kommen, ist alles sauber und ordentlich. Und Verena liegt wieder in ihrem Bett. Passkontrolle. Walter will verreisen. Nach Peru wollte er schon immer. Seit seiner Jugend ist das sein großer Traum. Jetzt hat er endlich genug gespart und kann die Reise antreten. Auch mit 65 kann man sich noch einen Lebenstraum erfüllen. Heute ist es endlich soweit. Walter steht in der Warteschlange am Flughafen. Viel Gepäck hat er nicht dabei. Ein Rucksack mit Wäsche zum Wechseln und ein paar Kosmetikartikeln reichen ihm. Ich kann noch vor Ort kaufen, was ich benötige. In Peru braucht man ohnehin nicht viel. Meine Medikamente sind wichtig, aber die habe ich immer in meiner Umhängetasche dabei. Es dauert lange, bis Walter endlich an der Reihe ist. Die Kontrolleure sind heute besonders gründlich. Jeden zweiten Passagier bitten sie zur Seite und durchsuchen ihn. Eine Dame muss ihr Haarspray abgeben. Walter ist ungeduldig. Das weiß doch jeder, dass man Haarspray nicht im Handgepäck mitnehmen darf. Hoffentlich verpasse ich deswegen nicht meinen Flug. Er überlegt, ob er alle Papiere dabei hat. Hier ist mein Ticket, das ist das Wichtigste. Und mein Pass. Wo ist mein Pass? Mein Gott, ich kann den Pass nicht finden. Walter wird nervös. Gleich ist er dran. Er sucht den Pass in seinem Rucksack. Dort ist er nicht. Vielleicht in der Umhängetasche? Nein, da sind nur seine Medikamente drin. Walter schluckt eine Beruhigungstablette. Ich muss den Pass finden. Ich weiß, dass ich ihn zu Hause noch in der Hand hatte. Aufgeregt durchsucht Walter den Rucksack ein zweites Mal. Sein Pass ist verschwunden. Jetzt ist Walter ganz vorne angekommen. Kann es sein, dass sein Traum doch nicht in Erfüllung geht? Hat er seinen Pass verloren? Muss er die Reise in letzter Sekunde abbrechen? Der Kontrolleur bittet Walter um seine Dokumente. Hier ist mein Ticket, aber ich kann meinen Pass nicht finden. Was soll ich jetzt machen? Der Kontrolleur schaut Walter verwundert an. Dann lacht er. Einen Moment, darf ich mal? Er nimmt Walters Hut. Da ist er ja. Jetzt muss Walter auch lachen. Ach du meine Güte, jetzt erinnere ich mich. Ich hatte ihn in die Hutkrempe gesteckt, damit ich ihn nicht vergesse. Ohne Hut gehe ich nicht aus dem Haus. Jetzt lachen auch die anderen Reisenden. Aber das stört Walter nicht. Er ist froh, dass er endlich ins Flugzeug steigen darf. Seine Traumreise kann beginnen. Blockiertes Konto. Monika will sich neue Schuhe kaufen. Seit einer Stunde probiert sie verschiedene Modelle an. Das ist ja unglaublich heute. Normalerweise finde ich immer sofort, was ich suche. Die Verkäuferin ist schon etwas erschöpft. Ständig muss sie neue Schuhe holen und wieder wegräumen. Ah, die hier sind aber schön. Haben Sie die in meiner Größe? Die Verkäuferin lächelt müde. Ich muss im Lager nachsehen. Einen Moment bitte, ich bin gleich wieder da. Während der Wartezeit schaut sich Monika weiter um.
Sie findet noch 2 Paar, die ihr gefallen. Leider sind auch diese zu klein. Das ist ärgerlich. Die meisten Schuhe gibt es nur bis Größe 40. Ich kann mir doch nicht die Zehen abschneiden. Vielleicht findet die Verkäuferin im Lager noch welche in 42. Die Verkäuferin kommt gerade mit leeren Händen zurück. Es tut mir leid, aber in Größe 42 sind keine mehr vorhanden. Monika gibt nicht auf. Schauen Sie sich doch mal diese Modelle an. Sonst muss ich in ein anderes Geschäft gehen. Die Verkäuferin nickt und geht noch einmal ins Lager. Diesmal hat Monika Glück. Schauen Sie, ich habe Ihre Größe gefunden. Monika probiert die Schuhe an. Wunderbar, die passen hervorragend, die nehme ich. An der Kasse stellt Monika fest, dass sie zu wenig Bargeld hat. Ich zahle mit EC-Karte. Das mache ich zwar ungern, aber ich will diese Schuhe unbedingt haben. Monika ist nervös. Es fällt ihr schwer, sich ihre Geheimzahl zu merken. Sie tippt 1122. Das Gerät nimmt die Zahl nicht an. Das Gerät nimmt diese Zahl nicht an. Sie versucht 1234. Aber auch diese Zahl stimmt nicht. Jetzt versucht sie 4321. Das Gerät piept. Die Kassiererin stöhnt. Gute Frau, Ihre Karte ist jetzt gesperrt. Sie haben 3-mal die falsche Nummer eingegeben. Ihr Konto ist damit gesperrt. Monika ist verzweifelt. Endlich habe ich die passenden Schuhe gefunden. Jetzt muss ich zur Bank. Die Karte muss wieder aktiviert werden. Könnten Sie mir bitte die Schuhe zurücklegen? Ich komme später wieder und kaufe sie. Die Kassiererin nickt. Ja, das mache ich gerne. Ich habe beobachtet, wie lange Sie nach dem passenden Paar gesucht haben. Aber bitte heben Sie genug Geld ab. Es ist wirklich besser, wenn Sie bar bezahlen. Miriam meldet sich krank. Als Miriam am Montagmorgen aufwacht, geht es ihr nicht gut. Sie hat Halsschmerzen und ihr Kopf tut weh. Doch sie muss heute arbeiten. Ihre Mitbewohnerin Anastasia findet die Idee nicht gut. Melde dich krank. Wer krank ist, muss zu Hause bleiben und gesund werden. Leider war Miriam noch nie krank und weiß nicht, wie sie das machen soll. Ihr Chef hat ihr nicht erklärt, wie sie sich krank meldet. Anastasia schlägt vor, dass sie ihren Chef einfach anruft. So kann sie direkt fragen. Miriam hustet und nickt. Sie nimmt ihr Handy und wählt die Nummer ihres Chefs. »Guten Morgen, hier spricht Herr Zimmermann«, sagt ihr Chef. »Guten Morgen, Herr Zimmermann, hier ist Miriam«, sagt Miriam. Das Sprechen fällt ihr schwer. »Guten Morgen, Miriam, du hörst dich aber gar nicht gut an. Bist du krank?« fragt Herr Zimmermann. »Ja, genau. Deswegen rufe ich auch an. Ich möchte mich krank melden«, antwortet Miriam. »Das ist das Beste. Du musst schließlich wieder fit werden und sollst hier keinen anstecken. Ich schreibe mir das auf. Wenn du morgen wieder gesund bist, brauche ich keine Bescheinigung vom Arzt. Sonst musst du morgen in der Praxis anrufen und dir eine Krankmeldung holen. Okay?«, erklärt Herr Zimmermann. »Ja, ich verstehe«, sagt Miriam. »Dann gute Besserung«, sagt Herr Zimmermann und legt auf. Miriam kann sich wieder ins Bett legen und gesund werden. Am nächsten Tag ist die Erkältung weg und sie kann wieder arbeiten. Ich verstehe nur Bahnhof. Diese Redewendung verwenden wir, wenn wir rein gar nichts verstehen. Zum Beispiel:
Jonas will bei Mediamarkt eine neue Waschmaschine kaufen. Er hat aber gar keine Ahnung, welche Maschine er kaufen soll. Daher redet er mit einem der Mitarbeiter. Der erklärt ihm, welche Waschmaschine in dieser Woche im Angebot ist. Mit dieser Maschine kann man auch sehr viel Energie sparen, da sie das EU-Etikett Klasse A hat. Das ist auch besser für die Umwelt. Der Mitarbeiter erklärt ihm die weiteren Vorteile und technischen Funktionen der Waschmaschine, wie die automatische Waschmitteldosierung, die Wasserstoppfunktion und die Steuerung per App. Jonas jedoch versteht diese technischen Begriffe überhaupt nicht. Daher sagt er: Einen Moment bitte, ich verstehe nur Bahnhof. Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, wusste nicht, wie mir geschieht. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, was willst du heute hier? Und stehst mit roten Rosen jetzt vor meiner Tür. Warum, was willst du heute hier? Und stehst mit roten Rosen vor meiner Tür. Von mir. Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Kannst du mich nicht vergessen, so wie ich dich? Und kannst du nachts nicht schlafen ohne mich? Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast? Dann nimm mich einfach in den Arm. Ich weiß, es ist noch Liebe da.